Mein Name ist Bettina Rabe. Ich bin Finnendorferin. Bin hier, weil ich Teil der Initiative Nachbarschaft Bürgerweide bin. Wir wohnen in Alt-Finndorf. Alt-Finndorf liegt messenah. Die Messe hat einen riesengroßen Parkplatz, aber das Problem ist, dass das Parken auf dem Messeparkplatz Geld kostet und in unserem Wohnquartier nichts. Das heißt, wir haben enorme Parksuchströme in unserem Quartier und dadurch, dass wir bahnhofsnah sind, eben auch Parkverkehr vom Hauptbahnhof oder eben auch von den umliegenden Hotels, Fitnessstudios und anderen Unternehmen. Das bedeutet für uns, dass wir zeitweilig so eine Art Durchgangsverkehr haben in unserer Straße, dass wir kaum durchkommen, vor allen Dingen an Tagen, wo die Müllabfuhr war oder ist, also so wie heute. Wenn die Mülltonnen auf den Fußgängerwegen stehen, dann ist es nicht möglich, auf dem Fußweg zur Schule beispielsweise zu kommen, die direkt anliegend bei uns ist. Und die Kinder auf die Straße ausweichen müssen. Für Behinderte ist überhaupt gar nicht dran zu denken, sich da bewegen zu können, denn Rollatoren oder auch Rollstuhlfahrer können sich dort gar nicht bewegen und müssen auf die Straße ausweichen. Ich bin Teil einer Elterninitiative, die sich zunächst eingesetzt hat für Schulwegsicherheit und in dem Zuge für eine temporäre Spielstraße. Was ist denn eigentlich eine temporäre Spielstraße? Also eine temporäre Spielstraße hat als Ziel, den Charakter einer Straße zu verändern und Kindern zu ermöglichen, direkt vor ihrer Haustür zu spielen. Wir haben vor 3 Jahren uns auf den Weg gemacht und haben entschieden, dass wir diesen Antrag stellen beim Beirat. Und der ist dann eben auch auf den Weg gekommen. Die temporäre Spielstraße wurde vom Beirat positiv aufgefasst und vom Beirat gab es überhaupt keine Bremse diesbezüglich. Das, was die Bremse war der Beschluss vom Amt für Straßen und Verkehr, dass die temporäre Spielstraße nicht gestattet wurde. Warum ist die abgelehnt worden? Die Begründung vom ASV, die temporäre Spielstraße abzulehnen, war, dass in dem Gebiet genügend Spielplätze zur Verfügung stehen und es unverhältnismäßig wäre, für einige Stunden den Straßenverkehr zu stoppen, dafür, dass Kinder dort spielen können, da sie genügend andere Spielflächen im Quartier haben. Wie seht ihr das? Wir sehen das anders. Und also wir sehen das aus dem Grunde anders, weil wir eine Berechnung gemacht haben, nämlich eine Grundlage von Kinderanzahl zu Spielflächen. Und die belegt für Finndorf, dass das noch nicht ausreichend erfolgt ist. Und mit dieser Argumentation eben auch in anderen Stadtteilen temporäre Spielstraßen entstehen konnten. Und wir da auch einen Widerspruch formuliert haben, der vom Beirat auch weitergeleitet wurde und das aber nicht ausreichte, um diese Entscheidung zu kippen. Dadurch, dass das abgelehnt wurde und sich aber die Situation ja nicht verbessert hat, haben wir noch andere Ziele. Und also das primäre Ziel in unserem Quartier ist tatsächlich die Durchfahrtmöglichkeit für Rettungsfahrzeuge und auch Barrierefreiheit. Das sind die primären Ziele, die wir haben. Und welche Maßnahmen schlagt ihr vor dafür? Wir haben ganz konkrete Anträge gestellt, nämlich Sofortmaßnahmen heißt diese Möglichkeit im Beirat, ja, einen Antrag und auch Geld zu wünschen. Und das sind konkrete Maßnahmen wie die vorhandenen Bäume zu schützen, indem wir da Baumnasen nochmal mit Bügeln versehen, Fahrradständer in unserer Straße,
vermehrt aufzustellen und vor allen Dingen Bepollerung an den Einfahrtsbereichen, dass eben dort, wo Feuerwehr und Polizei und Notärzte gegebenenfalls nicht durchkommen, dass da keine parkenden Autos stehen. Das ist ein großes Problem, dieses zweiseitige Parken. Die Straßen sind sehr schmal und das bedeutet, wenn das StVO, also diese Straßenverkehrsordnung, nicht eingehalten wird, die ja besagt, dass da eine bestimmte Breite noch übrig bleiben muss und dann, wenn beide Seiten beparkt sind, nicht mehr genug Platz ist. Und StVO sagt, dass kein beidseitig aufgesetztes Parken dort erlaubt ist. Und das wünschen wir uns auch so. Wir haben 28 Straßenzüge in diesem Quartier, wo wir wohnen. Und für 68% dieser Straßenzüge ist die Situation so, dass zweiseitig aufgesetzt geparkt wird, aber im Rest wird das schon lange gemacht. Das heißt, das ist keine Neuigkeit für uns. Neu wäre für uns, dass das nicht so willkürlich entschieden wird, wo StVO umgesetzt wird und wo nicht, sondern wenn das transparent und auch gleichmäßig umgesetzt werden würde. Wir waren lange Zeit eine Initiative, die ausschließlich sich für die Brandstraße eingesetzt hat. Und ich kann deswegen nur für die Brandstraße sprechen. Und da ist es auf jeden Fall so, dass ganz unterschiedliche Meinungen da sind. Und es gibt Menschen, die absolut gegen diesen Verlust von Parkplätzen sind, die sagen würden, ach, lass uns weiter beidseitig aufgesetzt machen. Und es gibt aber auch viele, die sagen, nee, so geht's eben nicht weiter. Die Initiative hat sich geöffnet, seitdem diese temporäre Spielstraße vom Tisch ist und ist geöffnet für alle Straßen aus dem Quartier und das wird auch angenommen. Wir haben mehrere andere Straßenzüge dabei und die haben wieder ganz andere Themen. Also das ist wirklich abhängig vom Standort, wo du wohnst, wie deine Problematik ist. Und darum geht es uns im Grunde, um die Vernetzung der einzelnen Straßen und das so ein bisschen herauszufinden, was eigentlich da die jeweilige Problematik ist. Und natürlich gibt es da ganz viel Gegenwehr, auch in einzelnen Straßenzügen, wenn da unbekannte Themen gewünscht sind, sowas wie temporäre Spielstraße oder eben auch dieses einseitige Parken. Mit dem Geschäftsführer der Messe, Herr Schneider. Das war ein ganz kooperatives Gespräch. Wir haben in kurzer Zeit festgestellt, dass wir da ganz ähnliche Interessen haben und haben festgestellt, dass unser gemeinsamer Nenner ein Verkehrsleitsystem wäre, was wir uns schon lange wünschen und das, was auch im Sinne der Messe wäre. Es gibt ein rudimentäres Verkehrsleitsystem, das schon in umliegenden Straßen, zum Beispiel Oberneulander Straße, Hinweise gibt, wie viele Parkplätze denn noch da sind auf der Messe. Aber das ist völlig veraltet und es gibt nichts Entsprechendes direkt an der Messe, wo Verkehr auf eine ganz bestimmte Art und Weise geführt wird. Beispielsweise nur in einer Einbahnstraße um die Messe herum. Und da haben wir festgestellt, dass sowohl die Initiative als auch die Messe daran Interesse hätte. Unser aktuellstes Projekt ist eine Begegnungszone zu planen für die Grundschule im Quartier. Das ist die Admiralstraßen-Grundschule. Und wir möchten ganz gerne in dem Straßenzug vor der Grundschule, das ist die Winterstraße, eine Verkehrsberuhigung. Der Verkehr dort hat sich schon verändert, dadurch, dass dann ein Schild aufgestellt wurde mit komplettem Parkverbot.
Daran hält sich nur leider niemand, sodass die Situation da ist, dass nach wie vor die Kinder nicht auf dem Fußweg zur Schule gehen können, sondern teilweise auf die Straße ausweichen, auf die Straße ausweichen müssen. Und wir haben das jetzt zum Anlass genommen, mit der Schulleiterin zu sprechen und sind auch dabei, mit Vertretern des Schulvereins im Kontakt zu sein und möchten da ein Projekt Begegnungszone entwickeln. Wir haben im Beirat dafür einen Antrag gestellt, dass die uns monetär unterstützen darin, da einen Schritt weiter zu kommen, und das ist so das Aktuellste gerade. Wenn nun aber schon heute Parkverbote vollkommen missachtet werden und das Ganze auch nicht geahndet wird, offenbar von der Behörde, wie groß ist dann die Hoffnung, dass sich die Autofahrer an 20 km/h halten, dass sie auf Kinder aufpassen und so weiter? Ja, wir haben festgestellt, dass Schulwegsicherheit tatsächlich etwas ist, was auch Autofahrer anspricht, die aus der Umgebung kommen, die eigentlich dann nur einen Parkplatz suchen, aber eben doch viele Menschen ja auch eigene Kinder haben. Und wir hoffen uns davon, dass die Symbole, wo auch Kinder drauf gezeichnet sind und das auch in so einem Zusammenhang mit Schule ist, dass die dann ein bisschen aufmerksamer werden. Ich denke, das ist ein Prozess. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass wir dann nichts übers Knie brechen können. Meine Beobachtung ist, dass sich einige da auf den Weg gemacht haben und es aber in unserer Initiative jetzt nicht es gibt da keine einhellige Meinung. So ist diese Initiative auch überhaupt nicht angedacht. Die ist tatsächlich ein Puffer für Nachbarn, die eben natürlicherweise auch unterschiedliche Haltungen haben. Und da ist es, kann ich sagen, für einige, die sind da schon recht weit, so in dieser Idee von, das Einfachste ist, wenn wir hier von Autos überflutet werden, das eigene Auto abzuschaffen, dann ist schon mal eins weniger. Und diese Rechnung haben auch einige sofort in die Tat umgesetzt. Es gibt aber andere, die sehen das ganz anders.